Hier sehen wir, Claire, deinen Vocatograph Extended Version. Es geht darum, um deine berufsbezogenen Neigungen und Abneigungen, Interessen und Desinteressen, um das, was dein berufliches Naturell und damit deine Berufung ausmacht. Dieses SEI besteht aus 8 Teilen. Gehen wir sie der Reihe nach durch. Da siehst du als erstes eine Donut-Grafik, die dir zeigt, du arbeitest am liebsten sozial interaktiv, am zweitliebsten geistig konzeptionell und deutlich am wenigsten gerne physisch manuell. Als zweites siehst du ein Spinnendiagramm mit 6 Strahlen, die aus dem Mittelpunkt nach außen gehen, sozusagen 6 mögliche Spinnenbeine. Hindurch geht ein in blauer Farbe eingezeichnetes Koordinatensystem, das den einzelnen Spinnenbeinen ihren Platz im Netz zuweist. Es handelt sich dabei um 6 berufliche Rollen oder Berufstypen, jenseits und unabhängig von konkreten Berufen wie Architekt oder Ärztin oder Advokat. Hier die Spinnenbeine im Uhrzeigersinn. Kämpfer, Inszenierer, Betreuer, Berater, Forscher, Realisierer. Bei den 3 oberen Spinnenbeinen hast du mehr mit Action und Dynamik, bei den 3 unteren mehr mit Ruhe und Reflexion zu tun. Die beiden linken Berufstypen wollen Neues in die Welt bringen, die beiden rechten wollen das, was da ist, gut verwerten. In deiner roten Spinnenfigur fallen sofort die beiden starken Ausschläge bei Berater und Forscher aus. Deine berufliche Heimat sozusagen liegt im Quadranten links unten. Du möchtest, zumindest in deiner derzeitigen Lebensphase, primär reflektierend Neues in die Welt bringen. Ob die beruflichen Rollen mit nur kurzen Spinnenbeinen bei dir auch mit regelrechten Abneigungen dazu einhergehen, wird aus der dritten Auswertung ersichtlich. Das sind die grauen Balken für jede berufliche Rolle. Besonders ausgeprägt zeigen sich hier deine Abneigungen gegen die Rolle des Betreuers und des Inszenierers. In irgendeinem Heimatmuseum alte Holzpuppen täglich abzustauben und vor Schulklassen spannend zu präsentieren, wäre dein berufliches Guantanamo. Die 4. Auswertung bildet ab, wie gerne du mit welchen Arbeitsobjekten zu tun hast. Offensichtlich gar nicht gerne mit Zahlen, Formeln oder Software, aber ganz besonders gerne mit Lebewesen, mit Menschen, eventuell auch Tieren oder Pflanzen. Kombiniert man diese ersten 4 Auswertungen, dann kann man nur sagen, mit deinem Beruf als ganzheitliche Gesundheitsberaterin bist du bestens unterwegs. Die 5. Auswertung gilt deiner Interessenorientierung. Der sehr lange und kurze rote Balken sowie die beiden Nullbalken teilen mit. Du interessierst dich deutlich mehr für Abstraktes als für Konkretes und deutlich mehr für unser Innenleben als für die Objektwelt da draußen. In der 6. Auswertung hast du wieder eine Spinnengrafik vor Augen. Die 5 Strahlen, die von der Mitte ausgehen, repräsentieren 5 berufliche Gesellschaftsfelder. Zusammengenommen sind sie wie ein Mensch mit einem Kopf, das ist die Kultur, 2 Armen, Recht und Staat einerseits und Wirtschaft andererseits, und 2 Beinen, Natur und Umwelt einerseits und Gesundheit andererseits. Dein Platz in der Gesellschaft ist eindeutig im Feld der Gesundheit, aber zusätzlich auch noch etwas im Feld der Kultur. Die noch kleineren Ausschläge in dieser Grafik können wir vernachlässigen.
In der 7. Auswertung sehen wir 3 verschiedene Motivationsquellen und darunter 3 verschiedene Arbeitsstile, die du für dich in eine Rangfolge gebracht hast. So ist deine erstrangige Motivationsquelle Sinn in der Arbeit und dein erstrangiger Arbeitsstil ist engagiert, zielstrebig, leidenschaftlich. Kombiniert man die beiden ersten Ränge, dann ist hohe Einsatzbereitschaft eine wahrscheinliche Stärke. Die Kehrseite der Medaille, nämlich Verbissenheit, eine mögliche Schwäche von dir. Die 7. und letzte Auswertung ist deinen Stressoren gewidmet, also dem, was dich mehr oder weniger stresst. Stressoren sind Demotivatoren, denn sie können dir die Lust am Arbeiten deutlich austreiben. Soziale, zwischenmenschliche Stressoren stressen dich offensichtlich deutlich mehr als arbeitsmäßige oder physische. Ein angenehmes Betriebsklima ist deshalb für dich sehr wichtig. Insgesamt zeigen alle Auswertungen: Claire, dein Beruf als Gesundheitsberaterin, die interdisziplinär herangeht und stets den ganzen Menschen im Auge hat, verkörpert wunderbar deine Berufung. Das zeigt sich übrigens auch in zahlreichen anderen Selbsterkundungsinstrumenten, besonders schön in deinem Mentalograph.